Inspiration und neue Ideen lassen sich vielerorts finden. Jonathan Kunz und Elisabeth Pitsch machen daraus Comics. Das ist das, was mich am meisten reizt bei Comics. Das sind die Geschichten und die Vielfalt an Geschichten, die man damit erzählen kann. Das ist der Geist von War and Peace, durch Bilder zum Nachdenken bringen. Das Gehirn schafft die Lücke zwischen dem ersten Bild und dem zweiten Bild, ohne dass wir es wollen. Das passiert intuitiv und das ist so das Magische auch an Comics. Ich glaube, wir sind beide eher vom melancholischen Gemüt und wir machen Comics vor allem, um uns selber aufzuheitern und um uns selber das Gefühl zu geben, die Welt ist ja gar nicht so traurig und die Welt ist ja gar nicht so trostlos. Und diese Welt lässt sich Geschichte für Geschichte in je 4 Bilder fassen. Was wir oft hören, ist, dass Leute zurückmelden, oh, das ist jetzt aber düster, das ist makaber, das ist so schwarzhumorig und wir selber empfinden das gar nicht so. Egal ob Geist, Hexe, Roboter oder Mensch. Niemand entgeht bei War and Peace den Herausforderungen und Qualen des Alltagslebens. Wir denken beide über unsere Charaktere nach, so ein bisschen, als ob das unsere Kinder wären. Also wir lieben unsere Charaktere. Das ist irgendwie, ich glaube, das gehört dazu, auch wenn wir nicht immer gut finden, was sie tun. Also natürlich sind sie teilweise auch sehr problematisch und teilweise sehr chaotisch und verrückt. Aber man muss, glaube ich, seine eigenen Charaktere mögen, um mit ihnen jahrelang arbeiten zu können. Es sind Comics witzig und bunt. Es geht darin aber auch immer um Tabus und Themen, die wie der Tod oft einfach ausgeblendet werden. Wenn man mal jetzt alleine über einen Friedhof, vor allem über einen, der so schön ist wie hier, spazieren geht, kommen unweigerlich gewisse Fragen auf. Und deshalb ist das was sehr, sehr Reichhaltiges. Das finde ich total schade, dass das nicht als Ort der Ideen betrachtet wird, sondern häufig als das Ende der Ideen. Ich sehe darin viel eher einen Ort der Schöpfung. So ist die War and Peace Welt, obwohl der Tod darin eine Hauptrolle spielt, eine Welt des prallen Lebens und voller positiver Werte. Wir haben ja einen Charakter, der sehr früh als Kind gestorben ist und als Geist wiederkehrt, als Kindergeist sozusagen. Und irgendwann später im Laufe des Buchs fragt sich dieses Kindergeist, wenn ich reinkarniert werde, wie werde ich denn eigentlich wiedergeboren? Und freut sich, vielleicht werde ich so ein cooler Tiger oder irgendwie ein Vogel. Und dann wird er wieder reinkarniert als Stein und ist dann dementsprechend sehr enttäuscht. Ob man an Reinkarnation persönlich glaubt oder nicht, es ist auf jeden Fall ein sehr tröstlicher Gedanke und ein sehr schöner Gedanke. In seinem nächsten Leben wird er ein Tiger, glaube ich, oder? Ich glaube auch, ein mächtiger Tiger. Ein mächtiger Tiger oder ein Adler. Die Dinge sind bei uns beseelt, alle. Wir haben Bäume, wir haben Berge, wir haben Geister, wir haben Gräser. Die Tiere haben Seelen. Das ist auch unser tiefster Glaube, dass das so ist. Die interagieren alle miteinander und sie reden miteinander. Und nichts ist leblos. Man kann sich das wie so ein Flug durch so ein Tal vorstellen und mit einer Kamerafahrt. Und wir dürfen in jede Story immer mal wieder reinblicken. Wir bleiben nicht immer an einem Ort, sondern wir zeigen, was in dieser Welt immer wieder passiert. Wir glauben, dass es ein sehr liebevoller Charakter ist, der Tod. Wir wollten den Tod nicht als Bösewicht darstellen, das war uns auch sehr wichtig. Er ist ja auch an sein Schicksal gebunden. Er muss die Seelen einsammeln, ob er will oder nicht. Er ist weder grausam, noch findet er besonderen Spaß an seiner Arbeit, sondern er weiß, dass er das tun muss und dass es ein Teil des Lebens ist. Und wir versuchen ihn da auch mit so einem barmherzigen Blick auch zu zeigen. Den Tod ins Leben zurückbringen wollen sie. So kriegt er die Kurve, von der Schreckgestalt zum Unterhalter. Seiner Lieblingshobbys ist mit dem Skateboard durch die Gegend zu fahren und auch mal das Leben nach dem Tod und mit dem Tod zu genießen.